Mein Name ist Dario Valenti und gemeinsam mit Hans-Jakob Becker begrüßen wir Sie zum heutigen Webinar rund um das Thema Fremdkosten. Stellen Sie sich vor, eine Kreditorenrechnung trifft ein. Handelt es sich dabei um einen internen Aufwand oder um Kosten, die später einem Kunden verrechnet werden sollen? Genau diesen Prozess zeigen wir Ihnen in den nächsten 20 Minuten anhand, wie immer, eines Rollenspiels. Wir sind die Firma Clarup AG und gemeinsam verfolgen wir den Weg vom Rechnungseingang bis zum Controlling im BI. Und im Rollenspiel werden Sie sehen, wie wir aus der Eingangsrechnung den Kreditor erstellen, die Auslagen dazu erstellen und dem Projekt zuordnen, die Auslage freigeben, sodass der Kreditor komplett ist und verbucht werden kann und andererseits die Auslage auch im Projekt drin ist und mit der Rechnungsstellung im Projekt auch verrechnet wird. Zum Schluss sehen wir natürlich auch die Kennzahlen im Controlling und im BI und das wird so das Rollenspiel ausmachen. Gut, Jetzt dann wird's noch. starten wir doch mit unserem Rollenspiel, würde ich sagen. Nein, ich habe noch eine Regieanweisung. Ja, sorry. Habe ich fast vergessen. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die Mario Schneider aus dem Support aufnimmt und die wir dann auch im zweiten Teil, also nach dem Rollenspiel, beantworten werden. Bitte schreiben Sie doch zu der Frage im Chat auch Ihren Namen und Ihre Firma. Wir zeichnen das Webinar auf und wie immer kriegen Sie dann auch die Aufzeichnung als Link zugeschickt, gemeinsam mit den Fragen, die wir im zweiten Teil beantworten und möglicherweise auch solche, die zeitlich keinen Platz mehr finden, die aber noch beantwortet werden. Noch ein Hinweis zur Begrifflichkeit. Wenn wir von Projekten sprechen, sind synonym auch Mandate damit gemeint. Also Mandat und Projekt bezeichnen hier dasselbe. So, und jetzt, Dario, zu dir. Jetzt starten wir mit dem Rollenspiel. Danke, Hans-Jakob. Ja, Ausgangspunkt unseres Rollenspiels, wie immer in dieser Webinarreihe, ist eine Besprechung zwischen dem Geschäftsführer Christoph Keller, der ist gespielt von mir, und dem Vertec-Hausmeister, das ist der Paul Thompson, natürlich, wie auch, es könnte noch nicht anders sein, gespielt von Hans-Jakob Becker. Und in dieser Besprechung geht es um den Einkaufsprozess und die Möglichkeiten, diesen in Vertec abzubilden. Aber sehen Sie selbst. Ja, hallo Christoph. Du hast mich eingeladen zu der Besprechung. Irgendwas zu Fremdkosten. Um was geht es denn genau? Ja, genau, lieber Paul. Vielen Dank, dass du dir natürlich wie immer so kurzfristig diese Zeit nimmst. Wir haben ja in unserem Vertec ja alle Prozesse integriert. Das haben wir in den letzten Monaten durchgespielt, vom CRM bis zum Controlling, mit den aussagekräftigen BI-Auswertungen. Ja, sogar unsere Ressourcenplanung haben wir mit Vertec gelöst. Und jetzt fehlt noch der Einkaufsprozess. Und darüber möchte ich mit dir heute reden. Wie wir diesen letzten Baustein bestenfalls, Achtung Paul, noch vor den Sommerferien integrieren können. Ja, du bist Witzbold. Vor den Sommerferien ist ja noch viel Zeit. Hä? Aber gut, an welche Schritte im Einkaufsprozess hast du denn gedacht? Ja, mir sind zwei Dinge wichtig. Und also erstens, dass wir die Eingangsrechnung natürlich schnell erfassen können und einfach dann in die Buchhaltung rüberbringen. Und zweitens, ganz, ganz wichtig, dass wir die möglichen Fremdkosten in den Projekten im Blick behalten. Wir müssen ja sicherstellen, dass die Fremdkosten, die wir im Projekt haben, natürlich auch dann weiterverrechnet werden. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mit der Eingangsrechnung. Hast du ein Beispiel?
Ja, klar. Ich habe jetzt hier die Rechnung von unserem IT-Dienstleister. Bisher habe ich die intern einfach dem IT-Leiter weitergereicht. Und ja, er hat dann die Rechnungsposition auf das Aufwandskonto geschrieben. Da ging es in die Buchhaltung und wurde dort verbucht. Hey, sorry, dieser Prozess geht mir einfach zu lange. Ja, das geht auch deutlich schneller. Und zwar zeige ich dir mal, wie ich mir das vorstelle. Wir können direkt den Kreditor erfassen. Der Kreditor, das ist die Lieferantenrechnung, also die Eingangsrechnung an sich mit den typischen Kennzahlen wie externer Nummer, Lieferant, vielleicht noch ein Text und natürlich den Betrag. Also, verstehe ich das richtig? Du erfasst jetzt alle Eckdaten von Hand. Also, Hey, hm. Christoph, ganz ruhig. Wir erfassen hier erstmal nichts von Hand. Das geht hier schneller, wenn wir den Beleg einlesen. Und das zeige ich dir jetzt. Das ist die von Netora. Ja, genau. Okay, also, was hier passiert ist, wir lesen den Beleg ein und alles, was Vertec über den Beleg schon kennt, wird hier übernommen. Also Ja, zum Beispiel den Lieferant, den wir ja schon drin haben, mit dem hm. haben wir schon länger Beziehungen, aber auch das Rechnungsdatum, die Währung, den Betrag. All das ist jetzt hier schon drin. Alles, was wir digital auswerten können, haben wir hier schon zum Vorschlag. Und ich sehe dort auf diesem Dialog, es gibt noch eine Projektzuweisung, das sind interne Aufwände, also die werden wir nicht weiter verrechnen. Also was müssen wir dann Genau, aber dort? hier muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir Mhm. weisen hier unser Projekt zu, das ist unser internes Projekt für unseren Betriebsaufwand und die IT. Was da passiert ist, aber das ist, dass dieser Kreditor, diese Eingangsrechnung erstmal keinen Bezug hat zu irgendeinem Projekt. Dieser Bezug wird hergestellt über die sogenannte Auslage. Das heißt, wenn ich hier das einlese, dann siehst du, dass jetzt hier oben das Ganze automatisch ausgefüllt ist, auch der Lieferant ist zugewiesen. Aber diese Auslage, die jetzt hier dran hängt, die ähm, bilden dann den Bezug zu meinem Projekt. Ah, ja, sehr gut. Und also jetzt ist die Kontierung bereits gemacht, sodass der Kreditor gebucht werden kann? Oder wie ist das? Und wer Äh, prüft eigentlich diese Eingangsrechnungen? Da muss doch Also irgendein jetzt, Verantwortlicher muss da drüber schauen. Sorry, Christoph, langsam, langsam, ja, langsam. Lass mich mal ausreden. okay, ich Also, bin pass wieder zu mal schnell. auf. Diese Auslagen, so wie ich es erklärt habe, bilden ja den Bezug zum Projekt. Aber wir können hier natürlich auch noch für uns intern auswählen, auf welche Phase das soll. Und hier haben wir die Supportleistung, die würde ich auch in den Support geben. Die Kontierung, die machen wir über den Typ. Das Mhm. heißt, wir haben hier ein Konto, das auch gleich im Code hier genannt wird. So haben wir es einfacher zum Auswählen. Aber wir wählen den Auslagetyp und hinter dem liegt schon dieses Konto. So, und das, was du als zweites fragst, ob wir das freigeben müssen. Ja, für jetzt die Sitzung habe ich mal für uns die Einstellung so gewählt, dass die Freigabe immer gemacht werden muss auf der Auslage, sodass also keine Auslage irgendwie da durchrutscht. Aber wenn ich hier alles zugewiesen habe, dann kann ich die Freigabe machen. Und wenn wir das mit dieser zweiten Auslage, ist, glaube ich, die Hardware, die du da bestellt hast, wenn wir das zuordnen, und dann auch noch darauf achten, dass wir es nicht weit verrechnen können, denn Hardware dieser Typ gibt es für beide Fälle, also wenn wir es an den Kunden verrechnen oder wenn wir es intern haben. Deswegen setze ich hier mal die Marge auf 0. Aber wenn das kontiert ist und soweit stimmt, auch das gebe ich frei. Und dann gucken wir uns das doch an auf dem Kreditor und siehe da, der Kreditor ist okay. Ich springe hier in die Buchhaltungskachel und auch hier sehen wir, dass wir unsere Buchungssätze schon sehen und ich jetzt diesen Kreditor buchen kann. Mhm. Ja, das ist doch sehr schön. Die Konten sind auch dort ersichtlich. Und jetzt, ich sehe doch das Dokument links von dir, genau. Das ist ja die Rechnung.
was muss ich mit diesem, ist ein PDF, was muss ich mit diesem Dokument machen? Also muss ich das irgendwo auf dem Server ablegen oder? Ja, Christoph, auch das können wir gut abkürzen. Denn wir hinterlegen das Dokument, diese Eingangsrechnung, diesen Eingangsrechnungsdokument, aber wir haben das nicht nur jetzt in der Datenbank, sondern wir haben auch die Versiegelung, ein sogenanntes E-Siegel, E-Seal, also elektronisch, eine kryptografische Versiegelung mit Zeitstempel und Aussteller, sodass es revisionssicher vom Ablauf her protokolliert ist. Das heißt, wir sehen, dass die Unveränderbarkeit hier gewährleistet ist mit diesem Siegel. Und damit haben wir keine Papierlieferung, die wir mühsam in den Keller tragen müssen. Hier ist alles digital abgelegt. Und das passiert automatisch oder muss das irgendwie ein Vertec-Projektleiter noch einrichten mit dieser Versiegelung? Also das, ja. Genau, auch das ist eine Einstellung, die habe ich jetzt schon mal so gemacht, weil wir wollen es ja, glaube ich, so. Du hast mir das schon mal beim Kaffee gesagt. Ich habe das jetzt mal so angenommen. Man könnte das natürlich auch nachträglich noch machen und das in 2 Schritte unterteilen, aber also ich gehe mal davon aus, wenn die Rechnungen hier eingelesen werden, dann stimmen die zu einer hohen Prozentzahl und wenn man irgendwas reklamieren muss und eine neue Rechnung kriegt, dann muss man es halt neu anlegen und diesen Kreditor nochmal löschen. Ich sehe da kein Risiko, wenn wir das sofort versiegeln. Okay, sehr gut. Also, die Erfassung der Eingangsrechnung als Kreditor habe ich ja somit, glaube ich, verstanden. Hä? Dann können wir ja das Ganze ohne Medienbruch in unserem Prozess umsetzen. Aber jetzt habe ich noch den zweiten Fall. Das heißt, das sind Fremdkosten, die wir auf Projekten haben. Ähm, und dann, ja, dann weiterverrechnen. Das habe ich dir am Anfang kurz erklärt. Wie sieht dann dieser Fall aus im Vertec? Hast du da auch ein Beispiel? So ein aktuelles? Ja, das liegt aber nicht bei uns auf der Ablage, sondern die habe ich dir auf einer Aktivität im Vertec bereits zugestellt. Also es ist ein aktueller Fall. Und da arbeiten wir mit einer Firma aus München, das ist die Coach Consult GmbH. Und die haben da verschiedene Dienstleistungen im Coaching-Bereich, die sie natürlich uns in Rechnung stellen und die wir dann aber eben natürlich dann dem Kunden weiterverrechnen können. Okay, ich Ja, sehe genau, hier das ist diese. die Mhm. Aktivität. Genau, jetzt gehst du Aha, dort die hast rein. du mir schon zugewiesen. Ja Genau. gut, also Christoph, dann bist du ja schon auf halbem Weg. Wir können direkt aus der Aktivität den Kreditor erstellen. Das ist ja noch einfacher, folgt aber demselben Prinzip, dass wir hier diesen Dialog wieder sehen und auch hier den Lieferant kennt die Rechnung. Jetzt musst du mir sagen, ist glaube ich die Das Clam Clam Expo. Expo. Genau. Okay, dann weisen wir das Projekt hier zu. Und ich glaube, es sieht gut aus. Wir übernehmen das. Okay, jetzt ist das hier ausgefüllt. Auch hier ist die Auslage nicht freigegeben. Schauen wir uns doch Hm. die Auslage an. Ja, ist richtig. Auch hier müssen wir jetzt die Zuweisung machen. Es gibt hier den Fremdleistung aus EU-Ausland. Können wir auswählen. Hey, aber Jetzt musst du, Achtung, da haben wir, jetzt können wir nicht weiter verrechnen, einfach so, da haben wir noch eine kleine Marge von 10% auf diesem, okay, das wäre meine ja, Frage gewesen, ja. ja. Ja, klar. Okay, dann tragen wir das ein. Und jetzt siehst du auch hier in der Zusammenfassung, dass wir den Einkauf sehen, also diese Rechnung mit dem Euro-Betrag. Das erkennen Mhm. wir aus der Rechnung raus. Unser Verkauf mit dem Zuschlag, also mit den 10%, die finden natürlich in der Projektwährung statt und das wird direkt schon umgerechnet. Also hier sind wir eigentlich schon fertig und wir sehen auch, dass wir hier auf der Auslage beide Seiten der Medaille erkennen, nämlich den Aufwand und den Ertrag, den wir im Projekt abrechnen werden. Also, das ist schon sehr gut. Aber jetzt habe ich, sorry, Paul, wenn ich da jetzt immer wieder mit diesen Fragen komme. Und
wir haben ja, jetzt bist du immer auf dem Kreditor gewesen, auf den Auslagen und ja, jetzt, wie sieht es dann eigentlich, jetzt haben wir ja diese Rechnung auf dem Projekt, wie sieht denn das aus auf dem Projekt? Da kann ich das dann direkt weiterverrechnen? Wir gehen jetzt hier mal aufs Projekt und sehen, dass diese Auslage hier als offene Auslage, ähnlich wie wir das ja auch von den offenen Leistungen kennen, hier direkt schon drin ist. Das heißt, wenn wir die nächste Rechnung stellen, ist diese Auslage auf der Rechnung drauf, sodass wir auch nichts vergessen, also dass zwischen dem Einkauf und dem Verkauf keine Lücke entsteht oder irgendwas untergeht, irgendwo zugewiesen wird. Also wenn wir es direkt mit dem Erfassen des Kreditors über die Auslage ans Projekt hängen, sind wir ziemlich sicher, dass das auch verrechnet wird. Ja, das ist wichtig und sehr schön gelöst. Und du weißt ja, als Geschäftsführer bin ich ein Fan von irgendwelchen Auswertungen oder Übersichten. Gibt es irgendwie eine Einkaufsübersicht über Auslagen, die noch freigegeben werden müssen, über Projektleiter, die da irgendwo involviert sind? Genau, du siehst ja, dass verschiedene Projektleiter dann sein können, die erstmal nichts wissen, dass da eine Rechnung eingegangen ist, aber die müssen das freigeben können und hier gibt es eine Auslagenfreigabeübersicht. Das heißt, hier sind verschiedene Auslagen, die auch nach Status gefiltert sind. Und wenn wir hier mal schauen, dann sehen wir jetzt zum Beispiel diese Rechnung, die noch nicht freigegeben ist. Also wenn ich hier meine Rechnung freigeben muss, dann kann ich das hier direkt machen. Damit ist diese Auslage freigegeben und der Kreditor könnte jetzt einerseits verbucht werden, aber andererseits kann diese Auslage in der Rechnung gegenüber dem Kunden verrechnet werden. Es gibt hier noch eine zweite Ansicht mit den Verrechneten, auch hier nach den verschiedenen Status angezeigt. Und da sehen wir, dass jetzt hier die wir gerade eben erfasst haben, auftauchen, denn die sind jetzt in diesem Monat. So kriegen wir eine ganz gute Übersicht, was da freigegeben wurde und können das gut nachverfolgen. Ich glaube, da sind schon ganz gute Ordner dabei. Vielleicht müssen wir uns das eine oder andere noch anpassen in der Listeneinstellung, aber also das kannst du mir ruhig zutrauen, Christoph. Das mache ich ganz gern. Absolut, das traue ich dir natürlich zu, lieber Paul. Und ja, jetzt haben wir schon jetzt hast du mir schon unglaublich viel gezeigt. Aus meiner Sicht können wir da schon bereits loslegen. Jetzt aber nochmals kurz zu unserem BI. Wir haben ja dieses Modul bereits eingerichtet und wir haben super schöne Kennzahlen. Jetzt haben wir da dort irgendwo eine Übersicht, was wir ausgeben, was wir einnehmen oder um welche Kosten wie sich die Kosten da verhalten. Gibt es das? Also was wir sicher jetzt schon haben, ist der Umsatz. Und hier haben wir ja die Grafik. Klar, wir haben jetzt viel mehr Umsatz mit Leistung. Klar, wir sind eben Mhm. auch Dienstleister. Wenn ich die mal wegnehme und ausblende, da siehst du die Nur Auslagen, die die ich Auslagen. jetzt im Vorfeld mal erfasst hatte, um einfach zu sehen, wie das kommt. Aber hier siehst du dann auch, welchen Umsatz wir mit Auslagen, zum Teil sogar mit Spesen noch machen. Interessanter wird es ja dann, wenn wir uns das pro Projekt anschauen. Und ich sortiere hier mal nach dem Umsatz mit Auslagen, denn dann siehst du die zwei Projekte und die kennst du sicher, dass wir dort eben mit Fremdleistern zusammenarbeiten und du siehst auch das Verhältnis von unseren Leistungen zu den Fremdleistern, die hier als Auslagen abgebildet sind. Also das, glaube ich, gibt dir eine ganz gute Übersicht schon. Hey, absolut, das gefällt mir sehr gut und ich bin unglaublich froh, dass wir auch diesen Einkaufsprozess mit Vertec abbilden können. Paul, letzte Frage. Wir haben das am Anfang kurz angeschaut. Sommerferien, Deadline. Ja, bis wann kannst du den Prozess umsetzen? Ja, du bist ja wirklich beharrlich, ey. Du machst echt Witze. Sommerferien sind bald, aber mal Spaß beiseite. Ich glaube, technisch sind wir schon auf ganz gutem Weg. Mit dieser Zusatzfunktion, die ich dort eingeladen habe, haben wir die meisten Ordner, die wir jetzt brauchen zum Starten. Möglicherweise kommt noch mal was dazu, aber da können wir, glaube ich, loslegen. Aber Christoph, mal ehrlich,
Ich glaube, wir müssen das Team noch schulen. Also das wird der größere Aufwand sein und da habe ich keinen Überblick, ob die jetzt noch alle Zeit haben vor den Sommerferien. Aber ja, ich denke, das sollte drin liegen. Ja, sehr gut, Paul. Du kennst ja meinen Spruch. Achtung, Werkdeck, los. Umsetzen. Okay, danke Christoph. So, soweit zum Dialog zwischen Christoph Keller und Paul Thomsen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen praxisnahen Einblick geben, wie jetzt die Firma Clarup ihre Fremdkosten erfasst und den Einkaufsprozess so im Werkdeck abbildet. Und währenddessen hat Mario Schneider aus dem Support die Fragen im Chat natürlich hoffentlich auch gesammelt. Und ja, die versuchen wir Ihnen jetzt zu beantworten. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Webinar auch von meiner Seite. Es gab in der Tat vereinzelte Fragen, zum Beispiel fragen die Kollegen von Stackworks, wie wird vorgegangen, wenn auf einer Kreditorenrechnung Auslagen für 3 verschiedene Kunden aufgeführt sind und diese den jeweiligen Kunden verrechnet werden sollen? Das ist eine gute Frage, denn es braucht dann natürlich 3 Auslagen in den 3 Projekten jeweils mit dem entsprechenden Betrag. Also diese Aufteilung der Positionen hängt davon ab, wie weit das aus der Rechnung, aus dieser Eingangsrechnung ermittelt werden kann. Wenn das sozusagen nicht strukturell unterschieden wird, dann muss man das von Hand machen momentan. Ja. Aber es muss aufgeteilt werden auf die Projekte mit dem entsprechenden Betrag, der dann in Summe wiederum den Rechnungsbetrag ergibt. Ja, eine zweite Frage von Ecker und Ecker lautet, wie wird verfahren, wenn die Auslagen im Projekt gezeigt werden sollen, aber nicht weiter belastet werden? Also das wäre ja das erste Beispiel aus dem Rollenspiel, wenn eine Auslage eigentlich nur den Aufwand abbildet, aber keinen Ertrag hat, dann, ich kann hier nochmal reingehen, in diesem Fall, dann können wir das so steuern, dass dieser Verkaufswert 0 ist und damit auch nicht in der Rechnung ausgewiesen wird. Aber im Projekt natürlich diese Einkaufskosten bestehen und somit auch die Projektauswertung komplett ist. Gut, dann kommen jetzt mal 1, 2 Fragen oder ich subsumiere die mal, wo wir etwas noch nicht dazugehört haben heute, und zwar, wie sieht die Anbindung letztendlich in die Buchhaltungssysteme aus? Also wir haben es ansatzweise angeschaut, dass wir hier diese Buchungskachel sehen und mit dem, dass wir hier eine Buchungsschnittstelle hinterlegt haben, das kann ganz verschieden sein, kann eben genau dieser Kreditor als Kreditor in die Buchhaltung übertragen werden. Also das ist analog zum Debitor. Wenn es die Schnittstelle gibt zum Kreditor, dann wird die so übertragen. Sehr gut. Wichtig vielleicht als Ergänzung, Entschuldigung Mario, als Ergänzung eben wichtig, das haben wir im Rollenspiel auch gehört, es geht natürlich hier darum, dass wir die Buchungssätze komplett haben. Das heißt, wir brauchen die Aufwandkonten, in die das gebucht werden soll und auch diese Feineinteilung in die verschiedenen Konten. Dann natürlich auch Mehrwertsteuer mit entsprechendem Code, je nach Buchhaltungsschnittstelle, sodass das in der Buchhaltung richtig ankommt. Aber das ist ein Teil der Schnittstelle, analog eigentlich zur Debitoren-Schnittstelle, da haben wir genau dieselbe Thematik. Sehr gut. Dann gibt es noch eine Frage, die weicht ein bisschen vom Thema ab, aber ich stelle sie trotzdem mal. Ist es möglich, eine Rechnung als vertraulich zu markieren? Also wahrscheinlich geht es hier in das Thema Berechtigungen. Nicht jeder darf, soll Rechnungsinhalte vielleicht sehen. Kannst du vielleicht da kurz nochmal ausführen, weil zum Schluss ist es ja egal, ob wir da über Auslagen, Kreditoren oder Rechnungen sprechen. Ich denke, es ist eher eine Frage in Richtung Berechtigungssystem. Genau, das ist richtig formuliert. Es geht hier um Berechtigungen.
Man könnte hier Lieferanten oder aber eben Auslager oder Projekttypen vielleicht auch entsprechend setzen und über ein Merkmal eben vertraulich dann auch die Leserechte einschränken. Also das ist eine Sache, die über die Berechtigungen dann eingestellt wird. Typischerweise gibt es einen Nutzerkreis, der dann diese Sachen noch lesen kann. Alle anderen sehen dann bestenfalls, dass es hier diesen Lieferanten gibt oder dass es eine Rechnung gibt, aber es sind keine Details dazu. Natürlich muss man den Projektleitern die Chance geben, dass sie ihre Auslagen in ihrem Projekt sehen können, dass sie bestenfalls auch freigeben können oder wer auch immer das dann freigibt, aber dass sie mindestens in ihrem Projekt auch die Aufwände sehen können. Ja. Gut, dann denke ich, haben wir für den Moment alle Fragen aus dem Chat beantwortet. Da kommt noch eine eingeflogen. Habt ihr einen eigenen Storno-Prozess für Kreditorenrechnung implementiert? Wie würde ich in dem Beispiel ein Storno durchführen? Also Stornos sind ja immer zwei Schritte jetzt in Vertec. Einer wäre sicher in der Buchhaltung, dass der storniert wird. Damit wäre aber dann auch hier die Rechnung hinfällig. Also sofern das in der Buchhaltung aufgehoben ist, könnte das hier storniert werden. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage, wenn die Auslagen denn schon verrechnet sind, was mache ich damit? Das müsste dann auch aufgehoben werden. Und dann eben die Leistung hier nochmal, also diese Fremdleistung nochmal neu erfasst werden, also den ganzen Kreditor, die ganzen Auslagen dann nochmal über dem Einkaufsprozess normal erfasst werden. Ja. Da gibt es jetzt, ihr merkt schon, da gibt es keinen fixfertigen Prozess, aber auch der Fall ist sehr selten. Sollte das häufiger vorkommen, dann kann man sich da schon noch was überlegen, was dann halb automatisiert ist. Dann gibt es eine Frage zum Thema Auslagen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich hier in die Richtung Module und Pakete. Ist das ein Extra-Paket, was installiert werden muss, oder ist dieses gesamte Framework auf Auslagen vorhanden? Also, ja, das ist eine gute Frage. Es gibt hier ein Erweiterungsmodul, nämlich diese Fremdkosten, Einkauf von Fremdkosten. Das heißt, wir haben hier Kreditor, das Kreditorobjekt und die Auslagen. Das ist in diesem Erweiterungsmodul drin. Auch die Versiegelung ist damit abgedeckt, denn wir brauchen es ja hier für die Rechnungen und Belege, die wir anheften wollen. Also das ist in dem Erweiterungsmodul enthalten. Okay. Gut. Dann denke ich, haben wir es für den Moment. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis auch, wer jetzt sagt, ja, wenn ich denn schon alles erfassen muss, wie sieht es aus mit Bestellungen und auch mit diesem Status? Also man kann sich hier natürlich noch vorstellen, dass man schon vom Bestellvorgang her die Auslagen anlegt. Also wenn ich bestelle, dann schon weiß, in meinem Projekt wird das wahrscheinlich so als Kostenposition noch auftreten. Und auch den Kreditor könnte man schon als zu erwartende Lieferantenrechnung anlegen. Da gibt es vereinzelt schon Umsetzungen. Ist ja keine Zusatzfunktion, aber wer in die Richtung denkt, schon von der Bestellung her, das anzulegen, um besser budgetieren zu können oder um die Liquidität im Griff zu halten, gäbe es auch hier Möglichkeiten, mit diesen Standardfeldern noch mehr rauszuholen. Das vielleicht nur als kleiner Hinweis drauf, kam jetzt nicht als Frage, aber es gibt vereinzelt Umsetzungen, die das so machen, also Kunden, die das schon für die Bestellung nutzen. Gut,
Jetzt kam noch ein oder zwei Last-Minute-Fragen, die sich zumindest einen gleichen Inhalt haben. Die lassen sich noch gut zusammenfassen. Kann der Freigabeprozess noch angepasst werden? Also dieser Haken Freigabe ist auf dieser Auslage. Der ist als Standardfeld natürlich wie alle anderen Felder auch in Listen darstellbar. Man könnte jetzt noch weiterdenken, wenn man an Customizing denkt, dass man über Skripte irgendwie noch Freigaben macht. Es gibt auch vereinzelt Umsetzungen, die dann auf den Kreditor diese Freigabe haben, also gar nicht selber auf den Auslage nur. Die Auslage ist einfach die Verbindung ins Projekt. Sobald diese Auslage freigegeben ist, kann das im Projekt weiterlaufen, ohne dass der komplette Kreditor freigegeben sein muss. Aber das sind Spielarten. Ja, also hier gibt es Möglichkeiten, den Freigabeprozess noch anders zu gestalten, bis hin zu Benachrichtigungen, wenn jetzt hier jemand als Bearbeiter auf der Auslage kommt, dass er dann eine Nachricht kriegt. Da ist eine offene Auslage zur Freigabe. Also auch das könnte über ein Benachrichtigungsfeld propagiert werden. Ja. Da ist vieles denkbar. Gut. Herzlichen Dank, Hans Jakob, für das Beantworten der Fragen. Dann. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sind wir auch schon am Ende des Webinars angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für das Interesse und die interessanten Fragen. Und machen Sie es gut. Bis bald.